Ja, Aloha Gemeinde, guten Morgen. Es ist jetzt 6:30 Uhr, ich habe bereits zusammengepackt, verlasse hier mein Domizil für die Nacht, das Landgasthaus Waldsee, beziehungsweise der Campingplatz, der dazugehört. So, für mich geht es jetzt weiter Richtung Norden, also nordwärts. Jetzt suche ich mir erstmal einen Bäcker, dann gibt es ein kleines Frühstück, damit ich auch schön trampeln kann den Tag. Das hat schon was, morgens mit dem Rad zu fahren. Da vorne ist ein Reh. Da vorne ist ein Reh. Sind wir wieder am Kanal. Na, das nenne ich mal Fahrradweg. Besser als diese Schotterpisten da. Ja, ist ein E-Bike, Fahrer, Elektro, Schnorrer. Alle denken, er noch schwarz, doch das ist Betrug. Von die E-Biker hab ich längst genug. Diesem Typen wer ich sagen, ich bin die Nummer 1. Hau mir Powerregel eine, das ist meine große Chance. Ich tritt in die Pedale und hol den Schnurstracks ein. Bitte, Herr Kollege, lassen Sie es sein. Das Frühstück ist gesichert. Ich habe es hier am Fahrrad verstaut. 2 süße Teilchen, eine Müllermilch. Und weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt rolle ich in Hörstel ein. Jetzt rechts. Da ist er wieder, unser Dortmund-Ems-Kanal. Hier in Rodde bin ich wieder am Kanal angelangt. Ich bin jetzt gerade durch das Örtchen gefahren und jetzt bin ich hier wieder auf meinem Superweg. So, jetzt geht's hier mal 17 Kilometer so geradeaus. Oh Mann. Das Wetter ist jetzt richtig gut geworden. Blauer Himmel, Sonne. Ja, es ist Mittag. So, mal gucken, dass wir gleich mal so einen kleinen Snack bekommen.
Fralo. Osterbruck, Gemeinde Geeste. Für mich geht es auf jeden Fall Richtung Haaren-Ems und vorher natürlich nach Meppen. Es ist wieder ganz schön warm, ich bin echt gebügelt. Aber in 30 Kilometern habe ich es für heute auch geschafft. Also, auf geht's. Da sehe ich schon ein riesiges Schild Meppen. Ich bin in Meppen, Leute. Sieht bestimmt abends sehr schön aus mit dem Laternen hier. Jo, da könnte ich es auch aushalten da drüben. Leute, ich bin richtig gebügelt. Ich habe jetzt 100 Kilometer, bin kurz vom Ziel, aber jetzt ist mir das Wasser ausgegangen. Ja, jetzt stehe ich hier. Langsam rolle ich in Haaren an der Ems ein. Jawohl. Check. Hier kann man es bestimmt aushalten. Da hinten ist die nächste Schleuse, Schleuse Hilter. Und ich bin 3 Kilometer von meinem Ziel, von meinem Campingplatz. Yippie! Der Tempel steht für die Nacht. Das Raincover lasse ich diesmal weg, das ist mir einfach zu warm. Ich schlafe mal unter freiem Himmel. Naja, nicht ganz so einfach, aber schauen wir mal, was passiert. Ich bin fertig geduscht. Jetzt geht's ans Essen kochen. Ihr wisst ja, wie immer simpel, schnell, aber gut. Ja, ich bin hier in Laten, auf dem Campingplatz Latener Marsch. Da gibt es auch ein Hotel, aber ich bin hier auf dem Campingplatz. Und ich muss sagen, erste Sahne. Wenn ich an den Campingplatz von gestern denke, das war echt ein Graus. Die Toiletten, überall wo man reingeguckt hat, die waren voll. Und ja, das unmöglich, das stank da und nee, der war überhaupt nicht zu empfehlen. Nudeln kochen, dann kann es ja gleich was auf die Gabel geben. Es ist angerichtet. In der Zwischenzeit, seht ihr ja, habe ich mich ein bisschen beschäftigt und jetzt werde ich mal reinhauen. Also, Mahlzeit, bis später. Vielleicht, meistens ja nicht, ihr wisst ja Bescheid.